Ein kompaktes Autopilot-Panel für die allgemeine Luftfahrt, das die wichtigsten Funktionen auf echte Hardware bringt und sich im Idealfall automatisch mit dem Flugzeug im Simulator synchronisiert. Genau das ist die Idee hinter dem Wingflex DAP 500. Die Hardware ist seit ein paar Wochen erhältlich und ich bin mit meinem Test vergleichsweise spät dran. Im Nachhinein bin ich darüber sogar ganz froh, denn dadurch hatte ich ausreichend Zeit, das DAP 500 im Alltag zu verwenden und mit unterschiedlichen Flugzeugen auszuprobieren. Dabei sind mir allerdings dann auch einige Punkte aufgefallen, die man meiner Meinung nach vor dem Kauf kennen sollte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Andiana TV. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Das DAP 500 ist ein kompaktes Autopilot-Bedienpanel für den PC und richtet sich vor allem an die allgemeine Luftfahrt. Auf der Vorderseite befinden sich 12 beleuchtete Tasten für typische Funktionen wie Autopilot, Flight Director, Heading, Navigation, Approach, Vertical Speed, Altitude oder VNAV. Hinzu kommen zwei große, ebenfalls drückbare Drehregler sowie ein zusätzliches vertikales Drehrad. Damit lassen sich beispielsweise Heading, Höhe sowie Steig- oder Sinkrate direkt über die Hardware verändern. Und genau hier liegt für mich auch die große Stärke dieses Konzepts. Gerade bei kleineren Maschinen möchte ich nicht ständig mit der Maus nach kleinen Reglern im virtuellen Cockpit suchen. Heading oder Altitude direkt über einen echten Drehregler einzustellen ist komfortabler, schneller und macht für mich einfach auch mehr Spaß. Hier ein paar Sounds der Hardware für einen besseren Eindruck zur Haptik. Das DAP 500 wird über ein beiliegendes USB-C auf USB-A 2.0 Kabel von 150 cm Länge mit dem PC verbunden und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung. Ganz wichtig, es handelt sich aktuell um reine PC-Hardware. Eine Verwendung auf Xbox oder PlayStation ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos nicht vorgesehen. Für die komfortable Einbindung stellt Wingflex die eigene Software WingsBridge zur Verfügung. Ein besonders wichtiger Bestandteil des Panels sind die beleuchteten Tasten, denn ich möchte mit einer solchen Hardware nicht nur Befehle an den Simulator senden, ich möchte auf dem Panel auch zuverlässig erkennen können, welcher Autopilot-Modus tatsächlich aktiv ist. Und genau an dieser Stelle gibt es einen Punkt, den ihr unbedingt beachten solltet. Ich zeige euch das am Beispiel der Sting S4 von FS Reborn. Wir steigen im Vertical Speed Modus auf 2000 Fuß. Im Flugzeug ist Vertical Speed aktiv und auch am DAP 500 leuchtet die entsprechende Taste. Bis hierhin passt alles. Erreichen wir die vorgewählte Höhe, reagiert der Autopilot im Flugzeug korrekt. Vertical Speed wird beendet und der Autopilot wechselt automatisch auf Altitude Hold. Im virtuellen Cockpit wird Alt entsprechend als aktiver Modus angezeigt. Am DAP 500 folgt diese Umschaltung bei mir allerdings nicht. Dort bleibt weiterhin VS aktiv und Alt aus. Damit zeigt die Hardware einen Zustand an, der nicht mehr mit dem tatsächlichen Zustand des Autopiloten übereinstimmt. Drücke ich anschließend Alt am DAP 500, wird's besonders deutlich. Die Alt-LED am Panel geht an, gleichzeitig schalte ich Altitude Hold im Cockpit mit diesem Tastendruck aber aus. Die Anzeige auf der Hardware entspricht damit praktisch dem Gegenteil dessen, was im Flugzeug tatsächlich aktiv ist. Nun muss man an dieser Stelle allerdings ganz klar unterscheiden. Die Sting S4 gehört aktuell nicht zu den von Wingflex offiziell unterstützten Flugzeugen. Deshalb habe ich denselben Ablauf auch mit der Bonanza G36 ausprobiert. Und die G36 wird ausdrücklich unterstützt. Hier funktioniert die Synchronisation seit der Firmware 1.0.3 bei mir korrekt. Erreiche ich die vorgewählte Höhe, wechselt der Autopilot von Vertical Speed auf Altitude Hold und auch das DAP 500 folgt dieser Änderung.
VS geht am Panel aus und Alt entsprechend an. Diese Tatsache zu dieser Hardware ist wichtig. Mit einem offiziell unterstützten Flugzeug, wie in meinem Test der Bonanza G36, funktioniert die Synchronisation in meinem Test so, wie ich es von einem solchen Panel erwarten würde. Bei einem nicht offiziell unterstützten Drittanbieterflugzeug wie der Sting S4 dagegen nicht. Das bedeutet nicht, dass man solche Flugzeuge überhaupt nicht mit dem DAP 500 verwenden kann. Die Hardware ist grundsätzlich frei belegbar und kann damit auch außerhalb der offiziellen Profile eingesetzt werden. Man sollte dann allerdings nicht automatisch davon ausgehen, dass sämtliche Statusanzeigen vollständig mit dem Simulator synchronisiert werden. Ich habe nicht alle unterstützten Flugzeuge getestet. Genauso wenig kann ich davon ausgehen, dass es bei jedem nicht offiziell unterstützten Fluggerät nicht funktioniert. Der Idealfall wäre für mich, dass mit einem der kommenden Software-Updates für das DAP 500 ausnahmslos alles funktioniert. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos ist es allerdings wie gezeigt und das ist ein wichtiger Punkt, den man wissen muss. Die offizielle Kompatibilitätsliste ist bei diesem Produkt deshalb aus meiner Sicht ausgesprochen wichtig. Ich verlinke euch diese in der Videobeschreibung. Beim Beenden eines Fluges und dem anschließenden Start eines neuen Fluges setzt sich das Panel bei mir seit Firmware 1.0.3 sauber zurück. Also generell, egal bei welchem Fluggerät. Das war beispielsweise mit Firmware 1.0.2 noch nicht der Fall. Man sieht also, es geht voran. Einen weiteren Punkt in diesem Zusammenhang möchte ich zumindest kurz ansprechen, und zwar die Kommunikation mit Wingflex. Ich hatte meine Beobachtungen während der Tests ausführlich beschrieben und auf Wunsch zusätzlich mit Videoaufnahmen gegenüber Wingflex dokumentiert. Das Material wurde entgegengenommen und man hat sich dafür bedankt. Eine weitere technische Rückmeldung oder Erklärung habe ich anschließend allerdings nicht mehr erhalten. Bei einem Hersteller, dem man als User ein konkretes Verhalten detailliert dokumentiert, hätte ich mir hier etwas mehr Austausch gewünscht. Nicht zuletzt, um euch hier in diesem Video vielleicht jetzt schon einen Ausblick geben zu können, wann beispielsweise eine Sting S4 von FS Reborn komplett unterstützt wird. Sollten hier noch weitere Informationen folgen, dann ergänze ich diese so, wie ich es in allen meinen Videos handhabe, mit einem ersten angepinnten Kommentar unter dem jeweiligen Video, der Informationen enthält, die sich erst nach der Veröffentlichung ergeben haben. Dem DAP 500 liegt ein Aluminiumstand bei, der das Panel angewinkelt auf dem Schreibtisch positioniert. Optisch ist die silberne Ausführung natürlich Geschmackssache. Ich persönlich hätte mir eine schwarze oder zumindest deutlich dunklere Variante gewünscht, weil sich diese meiner Meinung nach harmonischer in typische Simulator-Setups integrieren würde. Die Anbringung des DAP 500 am Stand selbst ist stabil gelöst. Was hier jedoch problematisch ist, der Stand ist relativ leicht. Beim Drücken der Tasten und beim Drehen der Regler bewegt sich das komplette Panel deshalb schnell über den Tisch. Auf der Unterseite befinden sich Klebestreifen, mit denen man den Stand fixieren kann. Das kann auch sicherlich funktionieren, nur möchte ich persönlich meine Hardware weder dauerhaft auf den Schreibtisch noch an mein Rig kleben. Eine mechanische Befestigung wäre für mich hier deutlich flexibler. Bohrungen am Stand gibt es jedoch leider nicht und auch direkt am DAP 500 sind lediglich auf der Rückseite 2 Befestigungsmöglichkeiten vorhanden. Aus meiner Sicht ist man hier unnötigerweise sehr eingeschränkt. Interessanterweise zeigt Wingflex auf der eigenen Produktseite auch eine schwarze Tischklemme. So eine Lösung wäre aus meiner Sicht ein erster Ansatz. Zum Zeitpunkt meiner Aufnahme hier kann ich diese Klemme allerdings nicht bestellen. Ich gehe davon aus, dass sie möglicherweise noch angeboten wird. Ein weiterer Punkt, den ich noch gesondert ansprechen muss, ist das Drehrad für den Vertical Speed. Die Rasterung gefällt mir grundsätzlich. Man spürt die einzelnen Schritte klar und deutlich. Der notwendige Kraftaufwand ist mir allerdings deutlich zu hoch. Das Rad ist ausgesprochen schwergängig und gerade in Kombination mit dem leichten Stand wird daraus für mich ein echtes Bedienproblem. Kommen wir zum Fazit. Bei all dieser Kritik soll eines bitte nicht untergehen. Das Grundkonzept des DAP 500 gefällt mir nach wie vor sehr gut. Die Aufteilung ist übersichtlich, die wichtigsten Autopilot-Funktionen sind schnell erreichbar und Heading oder Altitude über echte Drehregler zu bedienen, ist für mich ein deutlicher Komfortgewinn gegenüber der Maus. Gerade bei Flugzeugen der allgemeinen Luftfahrt passt so ein kompaktes Panel hervorragend in ein Desktop-Setup.
Das Wingflex DAP 500 für ca. 160 € ist für mich ein interessantes Autopilot-Panel mit einer wirklich guten Grundidee. Bei beispielsweise der offiziell unterstützten Bonanza G36 funktioniert die Synchronisation seit der Firmware 1.0.3 in meinem Test so, wie ich es erwarte. Die Sting S4 von FS Reborn zeigt allerdings gleichzeitig, dass man nicht bei jedem Fluggerät automatisch mit derselben Funktionalität rechnen sollte. Aus meiner Sicht muss eine Hardware das mit der hauseigenen Software eigenständig regeln können, auch ohne weiterer Drittanbieter-Software. Neben dieser Tatsache bleiben für mich die eingeschränkten Befestigungsmöglichkeiten und insbesondere das für meinen Geschmack deutlich zu schwergängige Vertical Speed Rad. Und bei der Kommunikation mit dem Hersteller hätte ich mir etwas mehr Austausch gewünscht. Unterm Strich ist das DAP 500 für mich aktuell damit kein perfektes Produkt. Aber es ist ein interessantes Panel mit einer starken Grundidee, das besonders dann einen echten Mehrwert bieten kann, wenn eure bevorzugten Flugzeuge offiziell unterstützt werden. Für Fragen und Ergänzungen nutzt bitte die Kommentarfunktion hier unter diesem Video. Wenn euch der Inhalt gefallen und weitergeholfen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um keines der kommenden Videos hier auf Andiana TV zu verpassen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche einen guten Flug und bin raus. Schön, dass du da bist. Andiana TV, wir heben ab. Ready for Pushback, ready for Flight. MSFS Stream, wir sind live on site. Crew ist im Chat, die Stimmung ist Pro. Wir starten gleich durch, also gebt mir ein Go. Sonnenaufgang im Cockpit, die Triebwerke brennen. Die Checkliste